Dieses Video wird dir präsentiert von Die Kümmerer. Wer über Noricum spricht, ist entweder ein durchgeknallter Pferdefreund mit einer obskuren Vorliebe für Kaltblüter oder hat aus irgendeinem Grund Interesse für einen Stammesverbund, der sich ca. 200 vor unserer Zeitrechnung als keltischer Staat etablierte. Beiden gemein ist, dass weder die arbeitsamen Pferdeln noch die längst im Dunkeln der Geschichte verschollenen Kelten schriftliche Zeugnisse über ihre Geschichte anfertigten, was bei den Kaltblütern verzeihlich erscheint als bei den Kelten. Der Hang zu einer Maximalreduktion schriftlicher Hinterlassenschaften scheint eine Eigenschaft zu sein, die dem Begriff Noricum inhärent ist. Anders ist kaum zu erklären, dass im Herbst 1987 in diversen Häusern Oberösterreichs Scheiterhaufen aus Dokumenten aufgeschichtet und entzündet wurden, just als die Gendarmerie vor der Tür stand. Am 27. April 1945 beschloss die von SPÖ, ÖVP und KPÖ gebildete provisorische Staatsregierung ihre erste Regierungserklärung und konstituierte damit in den bereits durch sowjetische Truppen befreiten Teilen der damals noch offiziell bestehenden Ostmark die Zweite Republik. Der im Jahre 1938 dem österreichischen Volk aufgezwungene Anschluss ist null und nichtig. Von diesem Tage an stehen alle Österreicher wieder im staatsbürgerlichen Pflicht- und Treueverhältnis zur Republik Österreich. Hatte man 1918 jede Mitverantwortung am Kriegsausbruch mit dem Hinweis darauf, dass Deutsch-Österreich 1914 nicht existierte und da auch unmöglich bestraft werden könne, abgelehnt, so war auch jetzt klar, dass selbstverständlich im Falle des Zweiten Weltkriegs Österreich ebenfalls keine Schuld trüge. Es hatte ja 1939 gar nicht mehr existiert. Der Opfermythos war geboren und würde noch bis Mitte der 1980er Jahre fröhliche Urstände feiern. Das fanden die nun sukzessiv befreiten westlichen Landesteile großartig, anerkannten die Regierung Renner und am 25. November 1945 wurden im Opferstaat Österreich Nationalratswahlen gehalten. Ähnlich wie in Deutschland war auch Österreich in 4 Besatzungszonen unterteilt und wie Westdeutschland erhielt auch Österreich ERP-Zuwendungen. Schauen Sie sich dazu gerne Folge 58, der Marshallplan, als die USA Europa retteten, an. Während die Deutschen ihre Zuwendungen zurückzahlen mussten, bekam Österreich das Geld geschenkt. Wir waren ja ein Opferstaat. Im Gegensatz zu Franzosen und Briten investierte man die Mittel ähnlich klug wie der große Nachbar und schuf so die Grundlage für den Wiederaufbau. Die Industrie war bereits 1946 in großen Teilen verstaatlicht worden, als der Nationalrat mit breiter Mehrheit das Verstaatlichungsgesetz verabschiedet hatte. Das war durchaus nachvollziehbar. Die meisten Großbetriebe in Österreich waren vor der Befreiung in der Hand des NS-Regimes. Hinzu kam, dass man einer der Schwächen der Ersten Republik, ihre massive Unterindustrialisierung und die damit einhergehende wirtschaftliche Verelendung breiter Bevölkerungsschichten vermeiden wollte. Sollte die Sache rasch vorangehen, so die Grundidee, könne dies nicht über mühsam zu beschaffendes Privatkapital geschehen, sondern es bedürfe, so die Schlussfolgerung, eines Schuldners mit breiten Schultern, sprich des Staates. Österreich, einig Wirtschaftswunderland. Ein bisschen schlampert, ein bisschen ineffektiv, aber gemütlich. So hätte man noch ewig vor sich hinwursteln können, wäre nicht gegen Ende der 1960er eine weltweite Wirtschaftskrise dazwischen gekommen. Der Alpendollar verlor an Wert, die Arbeitslosenzahlen stiegen und die Bürokratismen der Staatsbetriebe lähmten die Innovationskraft der österreichischen Wirtschaft.
In dieser Situation erschien den Menschen zwischen Ländle und Mostviertel ein Heiland: Bruno Kreisky. Als er 1970 zunächst über eine durch die FPÖ tolerierte Minderheitsregierung ab 1971 mit absoluter Mehrheit das Land führte, sollte dies nicht nur die gesellschaftliche Stagnation, die sich unter der konservativen Volkspartei auch hier nicht anders als in Adenauer Deutschland eingestellt hatte, beseitigen, sondern auch für eine Belebung der flauen Wirtschaft sorgen. Und tatsächlich modernisierten die Sozialisten das Land nachhaltig. Wirtschaftspolitisch war die SPÖ ebenso erfolgreich, zumindest gemessen am erklärten Ziel, die Arbeitslosigkeit in den Griff zu bekommen. Die Sozialisten pumpten unreflektiert Unsummen in die ohne dies bereits aus den letzten Löchern pfeifenden staatlichen Großunternehmen. Politik und Wirtschaft waren in vielen Betrieben praktisch nicht mehr voneinander zu unterscheiden. Und damit die Schwarzen sich nicht aufmandelten, bekamen sie auch Unternehmen, zum Beispiel die Post. Wo in Deutschland also lediglich geschmiert wurde, herrschte in Österreich ganz offen das Primat des Parteibuchs und niemand schien sich daran zu stören. Da auch unter Kreisky weiterhin das marktwirtschaftliche Prinzip, zumindest in einem bestimmten Umfang, galt, ergab sich trotz all dem fröhlichen Schuldenmachen selbst für die künstlich am Leben gehaltenen Staatsbetriebe die Notwendigkeit, von Zeit zu Zeit einen Auftrag an Land zu ziehen. Und so ist es wenig verwunderlich, dass dem Primat der Arbeitsplatzsicherung, wie sich zeigen wird, jedes politische, gesetzliche oder ethische Prinzip geopfert wird. (1978) Herr Gerald Bull entwickelt eine revolutionäre Waffe, die GC-45, eine auf der Wehrmachtskanone 21E basierende Haubitze, die Geschosse über 39 Kilometer hinweg feuern kann, eine Reichweite, die bis dahin unerreichbar scheint. Da er keine Fertigungskapazitäten vorweisen kann, dauert es nicht lang, bis Bull mit der staatlichen Föst in Linz ins Gespräch kommt. Dort hat man hieß früher nicht umsonst Hermann-Göring-Werke, Erfahrung in der Waffenproduktion. Damit man etwas jenseits der behäbigen Strukturen des Staatskonzerns arbeiten kann, wird 1979 gegen den Willen Kreiskys und auf Druck der Gewerkschaften die Noricom als Tochter der Föst gegründet. Österreichische Ingenieure verfeinern die GC-45. Bestückt mit Spezialmunition der niederösterreichischen Munitionsfabrik Hinterberger kann man die Schussweite von 39 auf gute 40 Kilometer steigern und gleichzeitig die Treffgenauigkeit verbessern. Das Produkt bekommt den Namen Gun Howitzer Noricom 45. Kurz GHN 45. Es soll ein Exportschlager der österreichischen Waffenindustrie werden. Ein Produkt, das natürlich vorgeführt werden muss. Dumm nur, dass es in der gesamten Republik keinen Platz gibt, der groß genug wäre, eine Kanone mit solch beeindruckender Schussweite wirklich zu zeigen. Platz haben hingegen die Jordanier und dort finden 1980 vor internationalem Publikum beeindruckende Demonstrationen der österreichischen Waffenschmiede statt. Die Vorführung ist, im wahrsten Sinne des Wortes, ein durchschlagender Erfolg. Es gelingt, wobei niemand überraschter ist als die anwesenden Noricom-Techniker, einen 40 Kilometer vom Abschusspunkt entfernten stehenden LKW in die Luft zu jagen. Während sich die Noricom-Techniker noch wundern, wie um alles in der Welt es so gut geklappt haben kann, reiben sich die anwesenden Verkäufer die Hände. Und tatsächlich, im Februar 1981 ordert Jordanien 200 GHN 45 nebst Munition. Damit sind die Werkstätten der Noricom ausgelastet und die Arbeitsplätze im Föst-Konzern gesichert. Den Bestimmungen des seit 1977 geltenden Kriegsmaterialgesetzes entsprechend unterfertigt das Königreich sogenannte Endverbraucherzertifikate. Damit sichert der Käufer zu, dass er die Waffen für das eigene Land beschafft. Soweit nichts Besonderes. Dass Jordanien sich 1980 noch offiziell im Kriegszustand mit Israel befindet, scheint in Wien niemanden wirklich zu stören. Es wird ja gerade nicht geschossen. Geschossen wird dafür an einer anderen Stelle. Im November 1980 will der irakische Machthaber Saddam Hussein die noch fragile Lage im seit einem Jahr durch die Mullahs beherrschten Iran ausnutzen und überfällt das Land.
Nach anfänglichen Geländegewinnen werden die Iraker zurückgedrängt und ein blutiger Stellungskrieg beginnt, der bis zum Ende 1988 mehr als 300.000 Menschenleben kosten wird. Kaum überraschend ist also, dass Irak rasch großes Interesse an einer so potenten Waffe wie der GAN-45 hat. Doch selbst der österreichischen Politik ist dieses Eisen zu heiß. Wahrscheinlich zumindest. Denn kaum starten im August 1982 die Exporte nach Jordanien, tauchen erste Zeitungsberichte zu möglichen Geschäften mit Irak in der Presse auf. Spekulationen, sicher, aber doch nicht ganz von der Hand zu weisen. Zumindest sind die Vermutungen so stark, dass der iranische Botschafter in Wien, Mohammed Abded Nawandi, im Jänner 1983 im Außenministerium vorstellig wird und verlangt, dass die Exporte umgehend eingestellt werden sollen. Es sei denn, man würde wie Irak ebenfalls beliefert werden. Die Regierung Kreisky ignoriert das Ansinnen und die Lieferungen nach Jordanien gehen unvermindert weiter. Auch als der österreichische Botschafter in Bagdad im Dezember desselben Jahres nun jedoch an die neue Regierung unter Bundeskanzler Sinowatz meldet, dass österreichische Waffen aus Jordanien im Krieg gegen Iran eingesetzt würden, schaltet man in Wien auf Durchzug. Viel lieber macht man sich im Jänner 84 auf den Weg nach Teheran. Kanzler Sinowatz und Außenminister Lanak hoffen auf gute Geschäfte mit den Mullahs, die hinter verschlossenen Türen wohl auch auf ihren Bedarf an Waffen hingewiesen haben dürften. Denn nur einen Monat später sitzt man im Linzer Noricom-Hauptquartier beisammen und berät darüber, wie man die GH-45 nach Iran bekommen könne. Einberufen hat das Treffen der Chef der Noricom, Heribert Abfalter, der auf Nachfrage erläutert, dass das Geschäft zwar rechtswidrig sei, aber von höchster Stelle gewünscht. In Linz einigt man sich darauf, das illegale Geschäften über Libyen abzuwickeln. Immerhin unterhält Österreich gute Beziehungen zum dortigen Machthaber Muammar al-Gaddafi. Dieser war erst 2 Jahre zuvor mit großem Tschindarasabum durch Sinowatz Vorgänger Kreisky in Österreich zum Staatsbesuch empfangen worden, trotz aller Hinweise auf eine libysche Verwicklung in das Wiener OPEC-Attentat, bei dem 1975 3 Menschen, darunter ein österreichischer Kriminaler, getötet und 22 hochrangige Politiker nach Algerien entführt worden waren. Währenddessen genehmigt das Außenministerium, obschon man nun sicher ist, dass die Ware direkt in den Irak weitergeleitet wird, die nächste Lieferung von 20 GH-45 nach Jordanien. Scheiß den Adam. Im Oktober 1984 findet in Teheran das erste Treffen zwischen den Vertretern der Nordicom, Gan Eisenburger und den Mullahs statt. Die Iraner bestellen 400 GH-45, wobei die Noricom später den Lieferumfang auf 200 herunterhandeln wird, da die Politik nicht wünscht, eine Seite stärker zu unterstützen als die andere. Nachdem man Anfang November eine Einigung mit den Libyern erzielt hat, erteilt das Außenministerium am 20.11. eine erste Ausfuhrgenehmigung über 20 GHN in Gaddafis Ölwunderland. Damit ist die Frage, wie die Ware ihren Zielort findet, gelöst. Bleibt nur noch zu klären, wie die Bezahlung stattfinden kann. Rechnungen sind zu faken, doch auch gefakte Rechnungen müssen beglichen werden. Dumm nur, dass Iran kein Geld hat. Kein Problem. Der freundliche Waffenhändler aus Oberösterreich kann helfen. Diesmal sogar legal. Bereits 1978 hatte man der Föst eine Tochter zur Seite gestellt, die sich um Kompensationsgeschäfte kümmern soll, die Intertrading. Entwicklungsstaaten und Ostblockländer können ihre Einkäufe in Naturalien bezahlen. Im ostdeutschen Eisenhüttenstadt stellt man so im Tausch für 80.000 Elin-Mixer des VEB Elektrogerätes Suhl ein Stahlwerk hin. Say make money, money, make money, money, money. Make money, money, make money, money, money. Anfang 1995 reisen Noricom-Verkäufer Eisenburger und der Chef der Intertrading, Gernot Breschan, nach Teheran. Überrascht müssen die beiden feststellen, dass das Land beabsichtigt, die Waffen statt mit Rührgeräten über Erdöl auszugleichen.
Naja, notgedrungen nehmen die beiden das Angebot an. Nicht zum ersten Mal bezahlt der Golfstaat im Übrigen mit Öl. Bereits eines der ersten Geschäfte der Intertrading wurde 1979 darüber abgewickelt, als man Lebensmittel aus dem Ostblock, für die man eine Industrieanlage geliefert hatte, in Richtung Teheran sandte und im Gegenzug einen Tanker Rohöl erhielt. Für den von seinen Leuten nur Bre genannten Chef der Intertrading wird es jedoch einer der letzten Deals sein. Wenige Monate später wird publik, dass die Intertrading einen Verlust von ca. 4 Milliarden Schilling erleidet. Preschern hatte auf fallende Ölpreise spekuliert, doch die BES kommt zu spät und so muss man den Kontrakt vor dem dann tatsächlich eintretenden Preisverfall bedienen. Er und das Direktorium der Föst werden daraufhin öffentlichkeitswirksam durch Kanzler Sinowatz gefeuert. Bedenkt man, dass bis zu diesem Zeitpunkt die Intertrading 80% ihres Umsatzes genau durch diese Art des Ölhandels gemacht hatte, ein Akt der Verlogenheit. Der agile und erfolgreiche Bre wird zunächst fliehen, dann jedoch geschnappt und später wegen Provisionsbetrugs zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt. Noch aber sitzen alle Beteiligten fest im Sattel, als sich die Angelegenheit im Sommer unerwartet verkompliziert. Will man den Einlassungen des Waffenhändlers Eisenburger folgen, so ist dies maßgeblich auf einen Fehler des späteren Noricom-Chefs Peter Unterweger zurückzuführen, der mit dem Exil-Iraner Haji Dai über einen weiteren Waffendeal mit Teheran gesprochen und diesem angeblich Provisionen zugesagt habe. Als das Geschäft nicht zustande kommt, so Eisenburger, beschwert sich der Perser lautstark beim österreichischen Botschafter in Athen, Herbert Amri, und droht damit die Angelegenheit öffentlich zu machen, sollte man ihm seine Provision in Millionenhöhe nicht auszahlen. Gesichert ist, dass Amri mit Dai spricht und 4 Telegramme an das Außenministerium sendet, in denen er erstaunliche Detailkenntnisse zum illegalen Waffendeal zeigt. Ein geplantes Telefonat mit Wien muss Amris Sekretariat jedoch kurzfristig auf unbestimmte Zeit verschieben. Der Botschafter ist einen Tag vor dem Termin am Herzversagen gestorben. Zumindest lautet die offizielle Version so. Denn rasch werden Gerüchte laut, der gut vernetzte Diplomat sei ermordet worden, wahlweise von den Iranern, dem Mossad oder, wie Ex-Innenminister Blecher 2008 behaupten wird, dem CIA. Im CIA eine uns feindlich gesinnte Gruppe gegeben hat. Und die hat den Herbert Amri aufs Korn genommen gehabt. Während die Ausfuhrgenehmigungen für Libyen daraufhin zunächst am 8. Juli suspendiert werden, nur um am 15. erneut erteilt zu werden, treffen sich Innenminister Blecher und Außenminister Graz. Wenn Sie mehr über die beiden erfahren möchten, lege ich Ihnen die Folgen 65 und 66 zum Lukona-Skandal ans Herz. Sie informieren Bundeskanzler Sinowatz und in der Folge entscheidet der Außenminister, dass an der Sache gar nichts ist und kein Handlungsbedarf besteht. Dai wird jedoch, so Eisenburger, mit einer saftigen Zahlung seitens der Noricom zum Schweigen gebracht. Ein vergeblicher Versuch, die Sache zurück ins Dunkel zu zerren, denn im September macht die Wochenzeitschrift Basta, ein Blatt, das dank diverser Räuberpistolen einen zweifelhaften Ruf genießt, mit der Story auf, dass österreichische Waffen nach Iran verkauft würden. Basta-Journalist Burkhard Liest kann im damals jugoslawischen Kardeljevo, heute Pioce, an Bord eines Schiffes Kisten mit österreichischen Waffen, die angeblich für Libyen bestimmt sind, fotografieren. Das Problem: die Bilder zeigen unter anderem Gebrauchsanweisungen, die in Farsi statt auf Arabisch abgefasst sind. Liest erstattet Strafanzeige, was Kreiskys Devise, die er bei der Noricom-Gründung ausgab, macht's, aber macht's unter der Tuchert zunichte macht. You can run, but you can't hide. Und auch von anderer Seite kommt das Iran-Geschäft unter Druck. Palästinensische Terroristen kapern im November 1985 das Kreuzfahrtschiff
Achille Lauro. Gezielt ermorden sie den jüdischen Passagier Leon Klinghoffer durch einen aufgesetzten Kopfschuss und lassen die Leiche samt Rollstuhl ins Meer werfen. Am 23. November entführt ein palästinensisches Terrorkommando eine Air Egypt-Maschine auf dem Weg von Athen nach Kairo. An Bord des Flugzeugs ballern die Mörder um sich und töten einige Passagiere. Die beschädigte Maschine landet zum Nachtanken auf Malta, wo ein ägyptisches Kommando die Entführung blutig beendet. Mehr als 50 Menschen, darunter auch 2 der Terroristen, lassen ihr Leben. Nur einen Monat später, am 27. Dezember, verübt ein palästinensisches Terrorkommando einen Handgranatenanschlag auf dem Flughafen Schwechat. 4 Menschen sterben. In allen Fällen zeigen Geheimdienstinformationen, dass Libyen logistische Unterstützung gewährt hat, was am 7. Jänner 1986 zu einem Wirtschaftsembargo der USA gegen Gaddafis Land führt. Zu diesem Zeitpunkt hat Österreich bereits gehandelt und die Ausfuhrgenehmigungen zum Export aller Militärgüter nach Libyen am 3. Jänner widerrufen. Das überraschend konsequente Handeln der Regierung stellt die Noricom-Leute vor ein Problem. Bisher sind erst 110 GAN-45 geliefert. Es fehlen noch 90 Einheiten. Und auch innenpolitisch rückt das Thema Noricum auf die Tagesordnung. Bei einer Sitzung des Außenpolitischen Rates im Februar 1986 fragt ÖVP-Clubobmann Alois Mock freundlich nach, ob denn an den Behauptungen des Basta etwas dran wäre. Innenminister Blecher und Außenminister Graz versichern gegen besseres Wissen, dass dies selbstverständlich nicht der Fall sei. Es gebe keine Hinweise auf eine Weiterleitung nach Iran. Eingedenk der tatsächlichen Informationslage ist das eine glatte Lüge. Um den Unsinn auf die Spitze zu treiben, legt man dem Rat rasch noch die libyschen Endverbraucherzertifikate vor und sorgt zunächst so für Ruhe. Dennoch, Libyen fällt also auf absehbare Zeit aus. Doch die Welt ist groß und so stellt Munitionslieferant Hirtenberger im April 1986 einen Antrag auf Exportgenehmigung für die Lieferung von SIN-Granaten nach Thailand und die Noricum einen für den Export von GHN-45 nach Brasilien. Beide gehen im Frühjahr 1986 anstandslos durch das Prüfverfahren und natürlich erfolgt sofort die Ausfuhr der Munition als auch der Geschütze erneut über den Hafen Kardeljewo. Über genau diesen Hafen sollen dann auch Exporte nach Argentinien und, besonders abstrus ob der geografischen Lage, Polen abgewickelt werden. Müßig zu erwähnen, dass spätere Nachforschungen zeigen werden, dass alle Lieferungen tatsächlich für Iran bestimmt sind. Damit nicht genug. Durch einen Fabrikationsfehler wird nicht voll funktionsfähige Munition nach Iran verschifft, wahrscheinlich als Teil der Thailand-Lieferung. Um die Wogen zu glätten, reist Noricum-Vertriebsmann Eisenburger nach Teheran. Er bietet den Mullahs einen Rabatt an und versichert ihnen gleichzeitig, dass die übrigen Geschütze in Bälde im weiterhin kriegsgeplagten Land eintreffen. Ganz scheint das nicht zu überzeugen, denn bei der Ausreise wird er statt in den Auer-Flieger in ein Fahrzeug der iranischen Polizei gesetzt und verhaftet. Über einen Monat wird der Österreicher schwerer Folter, einschließlich 2 Erscheinerschießungen ausgesetzt. Selbst eine signifikante Schmiergeldzahlung der Noricum führt nicht zu seiner Freilassung. Später wird sich herausstellen, dass Teile der Revolutionsgarden Eisenburger mit dem amerikanisch-israelischen Waffenhändler Shaul Eisenberg verwechselt hatten, der den Irak mit Rüstungsgütern versorgte. In der Sache ist nun endgültig der Wurm drinnen und auch die Presse lässt nicht locker. Basta veröffentlicht ab Jänner 1987 regelmäßig Artikel zur Causa Noricum und kann über Lloyds London nachweisen, dass die Frachter für Libyen in Wahrheit nach Iran schipperten. Langsam wird klar, dass man regierungsseitig handeln muss, wie man einigermaßen unbeschadet aus der Sache herauskommen.
Also feuert man Noricum-Chef Unterweger und ersetzt ihn durch Kurt Kriegler. Dieser hat offensichtlich den Auftrag für Ordnung zu sorgen, was letztlich bedeutet, die Schuld den ehemaligen Direktoren Abfalter, Unterweger und, wenn man gerade so schön dabei ist, Eisenburger in die Schuhe zu schieben. Tatsächlich meldet Kriegler bereits wenige Wochen nach seiner Ernennung, genauer am 11. August 1987, dass die Brasilien-Lieferungen für Iran bestimmt wären. Die noch in Jugoslawien liegende Lieferung nach Argentinien wird daraufhin am 21. August zurück nach Österreich gerufen, während Abfalter am 22. August zu einer Befragung bei einem Linzer Untersuchungsrichter erscheinen muss. Da der ehemalige Föst-Manager dann aber praktischerweise am 26. August verstirbt, kann man die Ermittlungen, die gezeigt hätten, wie tief die Politik von Anfang an in die Sache steckte, wortwörtlich begraben. Insofern ist es sehr unpraktisch, dass sich der bisher flüchtige ehemalige Intertrading-Chef Gernot Breschan ausgerechnet jetzt durch fleißige Schweizer Beamte verhaften und anschließend nach Österreich ausschieben lässt. Denn Breschan hat wenig Lust, sich neben angeblichen Betruges zum Schaden der Republik illegale Waffengeschäfte angreifen zu lassen. Also singt er, nennt Namen, Daten und Zahlen und kann sich dadurch zumindest in dieser Angelegenheit vor strafrechtlichen Konsequenzen retten. Die österreichische Presse überschlägt sich. Niemand kann mehr den Deckel auf den Topf drücken und so kommt es im September 1987 zu einer Vielzahl von Haussuchungen. Einige der Manager schaffen es noch, den Grill anzuwerfen und Unmengen an Material zu vernichten. Andere haben weniger Glück und so findet man eine Vielzahl von Beweisen, unter anderem Mahnschreiben aus Iran, in denen nach dem Lieferzeitpunkt für Feuerleitsysteme gefragt wird. Mehr als 300.000 Aktenseiten müssen gesichtet werden. Streit um die Anwaltskosten und die notwendige Renovierung des Linzer Landesgerichts aufgrund einer Rattenplage verzögern die Prozessvorbereitungen. Erst 1989 wird endlich Klage erhoben, selbstverständlich ausschließlich gegen Manager der Verstaatlichten. Während die Angeklagten noch auf den Prozess warten, schlägt die Angelegenheit auch parlamentarische Wellen. Im Mai 1989 beantragten die FPÖ-Abgeordneten Dr. Gurkebauer und Helene Patrick Bable die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses. Sie weisen in ihrem Antrag, nicht zu Unrecht, darauf hin, dass bisher die Frage der politischen Verantwortlichkeit der Regierung unbeantwortet geblieben ist. Kanzler Wranitzky und die SPÖ lehnen ab, da man durch die Einsetzung eines solchen Ausschusses eine Vorverurteilung der Angeklagten befürchte. Tatsächlich scheitert der Antrag der Freiheitlichen. Doch wenige Monate später, am 27. September, stellt dann der SPÖ-Koalitionspartner ÖVP einen Antrag auf Einrichtung. Die nächste Wahl ist für Oktober des kommenden Jahres geplant. Da, so das ÖVP-Kalkül, kann es ja nicht schaden, ein Untersuchungsausschuss, dessen Ergebnis sich nur zu Ungunsten der Sozialisten darstellen kann, einzusetzen. Und tatsächlich werden die Untersuchungen im April 1990 mit dem Ersuchen an die Regierung, zum Inhalt ausführlich Stellung zu nehmen, abgeschlossen. Ein aus Sicht der Volkspartei nahezu ideales Timing, denn nur wenige Tage zuvor, am 9. April 1990, beginnt der Prozess gegen die 18 angeklagten Föst-Manager vor dem Landesgericht in Linz, unter anderem wegen Neutralitätsgefährdung und Verstoß gegen das Kriegswaffenexportgesetz. Der Prozess zieht sich über 9 Monate bis in den Jänner 1991 hin. Die als Zeugen eingeladenen Politiker, darunter der ehemalige Außenminister Graz, Altbundeskanzler Sinowatz, der Ex-Innenminister Blecher und Bundeskanzler Wranitzky, sagen vollumfänglich aus. Was nichts anderes heißt, als dass sie von nichts wussten und total überrascht waren. Zur Entlastung der Angeklagten wird sogar der spätere Salzburger Weihbischof Andreas Laun herangekarrt, der moralphilosophisch erklärt, dass Waffenlieferungen dann nicht verwerflich seien, würden beide Seiten beliefert. Am Ende werden lediglich Unterweger, Eisenburger, Strahammer, der Nachfolger Abfalters als Föst-Chef, Steyr Daimler-Puch Finanzchef Alfred Koch und 3 weitere Manager zu bedingten Haftstrafen verurteilt. Dass niemand in den Häfen wandern musste, war ausgemacht.
Zu keinem Zeitpunkt, als ich Bundeskanzler gewesen bin, bin ich von irgendeinem Vertreter der Föst oder der Firma Noricum über ein Waffengeschäft mit dem Iran, das über Libyen abgewickelt werden sollte, informiert worden. Die politische Aufarbeitung dauert noch bis 1993. Erst dann müssen sich Sinowatz, Blecher und Graz wegen Neutralitätsgefährdung und Beweisunterdrückung vor dem Wiener Landesgericht für Strafsachen verantworten. Während Graz und Sinowatz freigesprochen werden, handelt sich Blecher wegen Beweisunterdrückung eine bedingte Haftstrafe von 9 Monaten ein. Natürlich zu Unrecht, wie Blecher noch 2008 in einem Interview mit dem Standard zum Besten geben wird. Während die juristischen und politischen Konsequenzen also überschaubar blieben, in Anbetracht der Nonchalance, mit der hier gegen Gesetze verstoßen und ganz offensichtlich versucht wurde, die Öffentlichkeit zu täuschen, ein Witz, hatte die Noricum-Affäre massive wirtschaftliche Folgen. Sie war der letzte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte und deutlich machte, dass die Politik der Verstaatlichung krachend gescheitert war. In der Folge wurde die Föst wie auch andere Staatskonzerne zerschlagen. Allein bei Föst verloren fast 10.000 Menschen ihren Job, nachdem der damalige Föst-Direktor bei einer Demonstration von 40.000 Mitarbeitern, die gegen die Restrukturierung protestierten, verzweifelt ausrief: Wir sind pleite! Verstehen Sie bitte! Wir sind pleite! Der österreichische Sonderweg war im Sumpf der Korruption untergegangen.